Top 10 Winterdüfte 2025, ja, eins der großen 4 Videos. Heute gehen wir rein. Mein Name ist Dennis, schön, dass ihr dabei seid. Und das ist hier von Platz 10 bis Platz 1 gerankt. Und ja, wir gehen rein, hatte ich schon eben eingangs erwähnt. Ja, Platz 10 sind 2 Düfte, es ging nicht anders. Ein teurer Duft und ein günstiger Duft, beziehungsweise schon fast billiger Duft, obwohl das Wort billig ja immer nicht so gern gesehen ist. Und zwar CK1 Shock. Wir nehmen erstmal den als erstes. CK1 Shock. Den musste ich einfach reinnehmen, weil viele diesen, ja, ich würde schon sagen, fast Klassiker vergessen. Sie vergessen diesen Duft. Ich weiß gar nicht, 20 € kostet der. Und den kriegt ihr manchmal in 200 ml schon. Das ist so ein geiles Teil und hat eine gute Haltbarkeit und eigentlich auch eine gute Ausstrahlung. Ich sag eigentlich, weil es natürlich immer verschieden ist. Hier haben wir Lavendel, wir haben was Zitrisches, wir haben Zimt. Geiles Teil. Ich weiß nicht, ob da Mandarine ist. Es war auf jeden Fall so eine Zitrone-Mandarinen-Style mit Lavendel, aber eben so ein Zimt-Style weihnachtlich als, ja, oder Calvin Klein macht auf weihnachtlich. Das ist nice und das ist gut. Oder Calvin Klein macht auf Winter. CK1 Shock. Ja, ob das Wort Schock ja ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ein Schock ist es nicht. Ein Schock höchstens, dass der so gut ist. Ja, das könnte man so betiteln. Also ein richtig geiles Teil. Und den anderen, den ich mit auf Platz 10 habe, ist von Oja und der Oud Whisper. Ja, der Oud Whisper ist ein Oud-Duft, fruchtiger Duft, Lederduft, Weihrauchduft ein bisschen. Ja, mehr fruchtig, udig, finde ich. Das Oud ist aber auch, selbst für Leute, die gar nicht mit Oud so irgendwas am Hut haben, ist es nicht schlecht. Ein schönes Teil, ein schöner neuer Duft von Oja. Kann man machen, hat man Spaß dran. Wenn man was Fruchtiges, bisschen udig, erdiges, minimal lederhaftiges mögt. Wenn ihr sowas mögt, dann ein bisschen feucht, so schwer beschreiben, feucht. Das Feucht ist so ein bisschen schwer zu beschreiben. Ein schönes Teil. Ne, aber ich finde, die Marke hat so, finde ich, für die heutige Zeit, das ist eine Marke, die sehr andere DNAs macht als die üblichen. Weil ich sage ja immer, es gibt so viel ähnliche Düfte. Ich finde, die haben eine einmalige DNA mit ihren Düften. Ich habe einige Düfte und Oud Whisper ist ein schönes Teil. So, jetzt, das war also Platz 10, die beiden Düfte. Das musste ich einfach machen, ging nicht anders. So, Platz 9 ist Baby Cat. Ich habe gerade ein bisschen überlegt. Es ist schon hart. Also, ihr könnt ja auch mal also von diesen Düften, wie ihr eure Top 10 vorstellt, es ist immer nicht einfach. Und ja, Baby Cat ist auf 9 von Yves Saint Laurent. Immer muss ich dieses Wort so aussprechen, weil es ist ein Muss, es so auszusprechen. So, für alle Creator, spricht es bitte so aus. Habt ihr gehört? Ihr guckt doch bestimmt hier. Also spricht es so aus. Yves Saint Laurent. Egal, hier haben wir tiefe, dunkle Vanille. Auch ein bisschen, ich will nicht Karamellstyle sagen, aber schon ist ein sehr dunkles, lagerfeuermäßige Vanille, so ein bisschen rauchig, ja, tiefe Vanille, süße Vanille, Baby Cat. Der Name irritiert mich immer, ich weiß nicht, was das soll, aber ist auch egal. Auf jeden Fall ein schönes Teil, kostet ein bisschen, Magnetverschluss, aber ich finde diesmal, ich habe Baby Cat übrigens noch nie, ich müsste lügen, noch nie in meinen Top 10 Winterdüften gehabt. Ne? Viele denken bestimmt schon bei einem Duft, der kommt da oder kommt da nicht. Wir werden sehen und so weiter. Aber Baby Cat, wer also dieses richtig süße, tiefe Vanille mag, mit ein bisschen rauchigen Noten drin, ist hier sehr gut bedient. Platz 9. So, Platz 8 ist auch rauchig, aber mit Honig und Tabak verfeinert, yes. Und nein, nicht Naxos. Ich sag dir rauchig. Das ist der Tabacolor von Christian Dior aus der Privé-Reihe. Schönes Teil. Habe ich gerade ein Einzelvideo zugemacht, haben leider nicht so viele geguckt. Ich finde das immer sehr, sehr traurig schon fast. Ich würde nicht sagen schade. Ich finde es traurig, dass erstmal Leute, geht doch mal back to the roots. Ich mache das schon seitdem ich hier angefangen habe. Einzelvideos. Da könnt ihr doch viel mehr über den Duft erfahren, als immer in diesen Top 10. Ja, zum Winter hin verstehe ich das, aber ihr macht das immer. Und vor allen Dingen, ihr verpasst geile Düfte.
Ihr müsst auch mal euch diese Dinge angucken. Das finde ich schade, dass der hat nicht wirklich so viele Aufrufe in den meinen Verhältnissen und das ist schade. Aber es ist so ein geiler Honig-Tabak-Duft, rauchiger Tabakduft. Und hier haben wir ein Tabak, was so männlich ist, dunkel, kein Shisha-Tabak, ein richtiger Tabak, so Pfeifentabak und schönes Teil, richtig schönes Teil. Oh, das kommt hier richtig, wenn man hier riecht. Geil. Ich habe gelesen, ich hatte ja in den einzelnen Videos das vorgestellt oder vorgelesen mal, da habe ich tatsächlich mal ich gucke ja jetzt öfters mal bei Parfumo nebenbei rein, da habe ich das vorgelesen, dass viele sagen, das ist Shisha-Tabak oder wenn ich besoffen bin oder man fühlt sich, ich komme nach Hause besoffen, so nein, das ist nicht ansatzweise und dieser Duft hat mit 7,6 bei Parfumo, was sich viel anhört, im Endeffekt ist das auch gut. 7, so über 7,5. Die Düfte sind gut, aber der hat viel mehr verdient. Übrigens, Haltbarkeit eine 10, CH eine 10. Bombastisch. Ich sag's nochmal, ich habe den Kai Porten getroffen, der hat mich in der Zeit, wo wir uns unterhalten haben, so oft angesprochen auf den, oh, ist der stark, ist der stark. Wie gesagt, ich hoffe, Kai, du guckst auch hier auch mal rein oder was. Hast du den schon gekauft? Vergiss es nicht. Den musst du dir nochmal zulegen. Tabacolor von Yves Saint Laurent wollte ich schon fast sagen. Nein, der Name bleibt so drin von Christian Dior. So, der nächste, Platz 7. Ja, Le Mal Elixier. Und jetzt habe ich wirklich das Elixier genommen. Ich sag ja, das Absolut Elixier von Le Mal finde ich noch ist abgerundeter. Aber wenn ja im Winter hier einfach penetrant, süße Vanille mit Lavendel und die, ja, ich sag's immer wieder, die Vintage-DNA vom Matrosen. Wer die Vintage-Version nicht kennt, okay, aber wer sie kennt, weiß, von was ich spreche. Geiles Release, wo das rausgekommen ist. Platz 7 ist auf jeden Fall, er ist in den Top 10. Das reicht. Ne? Das reicht. Wer hier schon reinkommt, ist einfach nice. So, und wie oft habe ich den vorgestellt? Und es ist einfach ein tolles Teil. Das ist, ja, Vanille, Tonkabohne, Vanille, hatte ich schon gesagt, Lavendel, hatte ich auch schon gesagt, ist egal. Das ist eigentlich dieses Ding. Vanille, Tonkabohne, Lavendel und dieses Kaugummi-Style-Feeling von Jean-Paul Gaultier. Schönes Teil. Also ich glaube, Le Mal wird einfach immer bleiben. Immer. So, Platz 6. Ja, ein sehr busiger Duft, erinnert schon fast an Heiligabend. So Schnee, was es hier in Norddeutschland wahrscheinlich nicht geben wird. Letzte Woche ja, aber so Heiligabend nicht. Aber ja, Angel Share, das Original jetzt auch, ist einfach ein Muss. Ziemlich, denn Cognac-Feeling ohne, so wie hier, das ist der Paradies, da ist noch ein bisschen Kirschlikör drin, das ist hier nicht, deswegen habe ich ihn genommen. Das ist hier mehr weihnachtlich, der ist nice, aber nicht so weihnachtlich und wintermäßig, den könnte man auch im Sommer tragen. Das ist hier, kann man auch, aber es ist ein bisschen mehr Winterstyle. Und wer was Alkoholisches mag, wer was Süßes mag, wer so richtig Weihnachtsmarkt und so, obwohl das darf man ja auch, das gehört hier nicht hin, das lassen wir, Politik. Der ist mit diesem Duft gut bedient. So, also wenn ihr da draußen seid, am Wochenende und über einen Weihnachtsmarkt schlendert, ich werde es noch erwähnen, so wie sieht es aus, dann ist das euer Duft. Ich habe den in letzter Zeit sehr oft vorgestellt, deswegen muss ich da nichts mehr zu erwähnen. So, Platz 5 und 4 war ein bisschen an Überlegen, mache ich das so nicht. Es ist sehr schwierig, aber Platz 5 ist Tabaco Vanille von Tom Ford. Ja, jetzt kommt natürlich auch Tom Ford langsam zum Vorschein. Ich liebe Tom Ford, Oldschool, die alten Düfte. Der hat auch noch ein paar Jahre auf dem Puckel, 6 Jahre, geiles Teil natürlich. Ich weiß nicht, wie Tabaco Vanille aktuell ist. Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben und Kommentare hinterlassen. Aber Tabaco Vanille von Tom Ford ist ein nices Parfüm. Tabak, auch hier wieder ein bisschen Tee-Style, Tee-Laden-Style. Honig oder irgendwie überhaupt. Auch hier würden wieder vielleicht sagen, Shisha-Tabak wie aus der Shisha-Bar. Nein, nicht unbedingt. Aber das ist so ein weihnachtlicher Duft, so richtig auch für Heiligabend. Es war auch lange Zeit mein Heiligabend-Duft, immer über Jahre. Ich glaube, letztes Jahr habe ich einen anderen benutzt, ich weiß nicht mehr welchen, aber es ist so ein Winter-Game-Changer, dieser Duft. Oh, ist immer noch herrlich. Und da hat Tom Ford noch Düfte kreiert. Jetzt, was da jetzt rauskommt, ist alles so ein bisschen schwierig. So, der nächste
ist der Ombre Nomad von Louis Vuitton. Ja, da haben wir einfach Weihrauchleder und dieses Oud und dieses Dunkle und dieses aus Maul. Und ich liebe diesen Duft, wenn es nicht sogar der beste von Louis ist. Natürlich hat Louis für einen Designer, und ich sage immer wieder, vielleicht bin ich ein bisschen Fanboy von Louis Vuitton, aber sie machen für einen Designer, es ist immer noch ein Designer, sehr nice Düfte, Haute Couture Designer, no, whatever. Auf jeden Fall sehr, sehr nice Düfte, richtig nischenmäßig, muss man auch schon sagen. Und sie haben in echt qualitativ gute Düfte. Selbst der Meteor, der immer untergeht unter diesen sommerlichen Dingern, zum Beispiel wie der hier Afternoon Swim oder Imagination. Und das ist einfach nice. Und wir haben natürlich auch noch den Nouveau Monde, das ist so der kleine Bruder von denen. Oder auch ein neuer Sanson, geil. Auch wenn es eine Ruli ist, so ein bisschen 4711, aber ein Luxus. Aber tragt den mal länger, hält gut. Das ist ein bombastisches Teil und eben auch die anderen Düfte. Aber das ist so irgendwie schon, ja, sein Monstrum. Das ist ein schönes Teil, hält ewig, hält lang, 15 Stunden. Aktuell habe ich gehört, diese hält ein paar Tage. Es hat sich also nicht so viel getan. 15 Stunden reicht komplett. Das ist ein Arbeitstag, locker ein Arbeitstag. Also für Selbstständiger ist es ein Arbeitstag, für normale Angestellte nicht unbedingt. Aber dann reicht der auf jeden Fall für 8 Stunden locker auch die neue Version. Wer was anderes erzählt, hat auf jeden Fall nicht den Originalen. So, jetzt Platz 3. Ich überlege, während ich hier die ganze Zeit sülze, überlege ich die immer umzuzwitschen. Vielleicht sollte ich das einfach mal Respekt wegen diesen Duftes machen. Ja, genau, ich werde das jetzt tatsächlich mal machen. Jetzt kommt eigentlich Platz 2 als erstes, aber es ist jetzt auf Platz 3. Und ihr werdet euch wundern. Naxos. Aber ihr werdet gleich sehen, aus Respekt diesen anderen Duft. Wie viele Jahre war er auf 1? Einfach, es ist mein Duft also es ist eigentlich mein Duft, ihr wisst das, ich habe den schon vorgestellt, bevor Shindy und was weiß ich, den ein Bild gezeigt hat und so weiter. So geiler Duft, der ist von 2020 hier. Auch hier gibt's wieder bei Ombre Nomad das Problem, dass viele immer ein bisschen, nicht, der hält noch so lange. Also inzwischen habe ich mehrere, die den aktuell haben, den aktuellen. Und ja, vielleicht sind das 1-2 Stunden im Gegensatz zu denen. Und die Tiefe, aber auch wirklich minimal, die Tiefe auf die Dauer hin ist natürlich hier ein Tick besser. Aber diese Version gibt's ja nun mal nicht mehr. Und deswegen müsst ihr den anderen haben, aber die aktuelle Version aber trotzdem gut. Honig, auch hier Honig wieder. Tabak, Vanille, schönes Teil, aber ganz anderer Tabak hier. Das ist einfach ein Aufreißerduft und der Naxos bleibt einfach Naxos. So, jetzt Platz 2, mit dem ich eben geswitcht habe. Und ich finde einfach, dass er das verdient hat. Herod. Auch hier, und da haben wir Shisha-Tabak. Das ist für mich der beste parfümste Mali-Duft. Und ich weiß nicht, der ist jetzt 2 Jahre alt, der hält wirklich gut. Wirklich gut. Also es ist immer Tagesform, weil der hält. Viele haben ja das Problem, aber der locker. Und ich habe den in der Sillage 7 Stunden wahrgenommen. Also das ist ein schönes Teil. Also wenn ihr einen Shisha-Tabakduft haben wollt mit ein bisschen Kirsche, Zimt und so, ist Herod euer Duft. Es gibt für Winterdüfte, gleich mal vorweg, so viele. Ich hätte von Parfüms de Mali auch noch 2 andere zeigen können, aber diesmal musste ich den Herod, meine Nummer 1 von Parfüms de Mali holen. Und es ist so schwer bei Parfüms de Mali zu sagen, was ist deine Nummer 1. Es ist so allgemein schwer, aber das hier, herrlich, schönes Teil. Jetzt kommen wir zu Platz 1, Freunde. Ja, und das hatte ich mal eigentlich schon an Anfang des Jahres oder wo ich ihn bekommen habe, habe ich das schon gesagt, das wird ganz schwer, meiner Meinung nach, den zu schlagen. Und das sage ich nicht, weil hier Werbung steht. Das ist einfach meine Meinung. Es ist ein Amaretto Rum, schwarze Johannisbeere Duft. Und der hat, ich schau mal kurz, eine 8,7. Ja, auch andere Leute verstehen das und ich finde es geil. Und es ist der El Patrino. Das ist meine aktuelle Nummer 1 Top 10 Winterdüfte. Also Amaretto Winter und Hypergeiziage, bombastisch, ne? Gleich vorweg. Und dann diese Fruchtigkeit mit der schwarzen Johannisbeere.
Es ist nice. So, ich gehe da mal rein. Einmal, was die Leute schreiben zu diesem Duft bei Parfumos. Muss ich einfach mal machen. Viele meinen auch hier ähnlich Art of Arabia 3. Nein, finde ich nicht unbedingt. Und Zeiteffekt. Ich habe Zeiteffekt. Finde ich nicht, dass man das vergleichen kann. Lassen wir aber so stehen. Mich würde einfach mal so ein bisschen was interessieren, was die Leute schreiben. An sich ein toller Duft. Wird jedoch mit der Zeit zu aufdringlich. Zu viel Kirsche, zu viel Amaretto. Ich finde das nicht, weil ich da drauf stehe. Das ist das Einzige, wo ich sagen kann, ja, das kann sein, dass das zu viel aufdringt. Er ist penetrant stark. Ja, Amaretto, ja, kann man so stehen lassen. Kirsche nicht unbedingt, weil es auch gar keine Kirsche im Duft beinhaltet. Sondern Amber, ne? Das ist ein Amber, Amaretto, Rum, schwarze Johannisbeerduft, ne? Mit Vanille und Sandelholz und Patchouli-Blüte und so und Siam Benzo. So, auf jeden Fall keine Kirsche. Aber das ist ja auch immer Ansichtssache, weil man soll ja auch das sagen, was man riecht. Ne? Das sage ich immer, deswegen kann ich nicht so viel dagegen sagen, weil manche Menschen riechen eben andere Sachen. Ja, es ist einfach, ja, hier hat einer nur eine 5 gegeben, kann leider den Hype um den Duft nicht nachvollziehen. Ich rieche keine der Noten einzeln heraus, sondern lediglich einen synthetischen ... Wir machen das gleich weiter. Das lassen wir mal so stehen. Alles klar. Wow, sehr authentische Amaretto-Note. Yes, und das ist es. Ich will hier auch nicht weiter reingucken. Das ist es. Eine sehr schöne Amaretto-Rum-Note mit sehr fruchtigen Anklängen. Vanille, Sandelholz, bombastische Haltbarkeit. Und ich habe am Anfang schon gesagt, das ist meine Nummer 1. Und Sospero macht es einfach aktuell einfach besser, was Xerjoff nicht macht. So, ist einfach so. Seitdem ich den ersten Flakon bekommen habe, wo mich viele auch mal kritisiert haben, weil ich einen Vergleich gemacht habe mit einem Xerjoff. Und nachhinein jetzt, ich hatte im Endeffekt am Ende des Tages recht. Und nicht, weil jetzt wegen der Qualität, sondern es ging um andere Sachen, wenn man das Revue passiert. Aber egal, auf jeden Fall eine sehr, sehr, auch hier, den hätte ich auch nehmen können, den habe ich jetzt mal rausgenommen, weil der nur limitiert ist und den gibt es nur 1000 Stück und der ist auch nummeriert. Das ist ein Monstrum, das hätte ich nicht gewusst, warte mal. Ja, das ist aber sehr beide auf 1, aber den habe ich nicht genommen, weil den kann man jetzt so nicht mehr groß kaufen. Deswegen macht das keinen Sinn. Aber den hier, den El Paterino, Sospero solltet ihr so und so mal unter den Schirm nehmen. Wenn ihr ein Problem habt mit anderen Marken, whatever, wo ihr sagt so und so, oder ja, die alten, ich bin gleich vorweg, ich bin immer noch ein großer Xerjoff-Fan, also von den alten, aber die neuen gefallen mir alle nicht so. Und auch die überarbeiteten, auch wenn Leute meinen, ja, lass stehen. Ja, natürlich kann man das stehen lassen. Parfüm ändert sich dann. Aber nicht so wie diese Version, die schon ein paar Jahre alt sind. Nicht, weil sie ein paar Jahre alt sind, die waren von Anfang an top. So. Aber hier, und da gibt's einige gute Dinger. Macht das mal. Schönes Teil. El Patrino, meine Nummer 1 Winterduft, aber ist auch alles Geschmackssache. Ich will hier keinen schlecht machen. Habe ich auch nicht, würde Xerjoff nicht schlecht machen, außer dass sie mir die aktuellen nicht gefallen und das ab und zu verwässern. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Und die Menge, die sie raushauen. Und wenn da jetzt Düfte kommen, die über 1000 Euro kosten von Xerjoff. Schon gehört, also diesen Preis ist das nicht wert, aber wann ist ein Duft auch 1000 Euro wert? Ich habe hier einen 1000 Euro Duft, ja, von Roger Parfüms, ne, der Diaghilev, das ist aber eine ganz andere Liga. Ohne die 3000 Euro Düfte gerochen zu haben von Xerjoff, weiß ich, dass die nicht an den Diaghilev vorbeikommen. Das ist einfach, das ist aber auch ein sehr spezieller Duft, muss man so sagen. Naja, so ist das. Sonst trotzdem natürlich toll, da gibt's schöne Düfte, wie gesagt, Naxos auch immer noch, das ist auch mit einer noch, der so eigentlich stabil geblieben ist. Da gibt's eben viele. Alexandria 2 hätte ich jetzt auch hier reinnehmen können. Bombastisch. Aber ich bin ja der Anniversary Edition von Alexandria 2 und so weiter. Ich will mich jetzt nicht abschweifen. Schreibt mal eure unter oder wie würdet ihr diese ranken? Und dann bin ich raus. Lasst ein Like da, folgt mir bitte und folgt auch wenn ihr Bock habt, meinen Filmkanal. Das ist unten alles in der Videobeschreibung. Und meine Wintermütze ist auch raus.
Übrigens danke für das Feedback bis jetzt zu meiner Wintermütze. Und ja, dann bin ich raus und bis zum nächsten Mal.